Lektion 1. Einkaufspläne. Ich habe vor, später einkaufen zu gehen. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke, wir sollten uns die neue Boutique in der Innenstadt ansehen. Das klingt interessant. Ich habe gehört, dass sie einzigartige Kleidungsoptionen haben. Ja, und sie zeigen oft lokale Designer, was aufregend ist. Ich liebe es, lokale Unternehmen zu unterstützen. Das verleiht unserem Einkaufserlebnis Charakter. Unbedingt. Außerdem finden Sie dort vielleicht etwas ganz Besonderes. Machen wir eine Liste mit dem, was wir brauchen, damit wir nichts vergessen. Tolle Idee. Es wird uns helfen, konzentriert zu bleiben und das Beste aus unserer Zeit zu machen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Schätze wir auf unserem Einkaufsbummel entdecken werden. Lektion 2. Morgenroutine. Nun, das ist unsere Morgenroutine auf den Punkt gebracht. Es ist interessant, wie jeder seine eigene Art hat, den Tag zu beginnen. Ja, manche Menschen bevorzugen ruhige Morgen, während andere von Aktivität leben. Genau. Ich finde, dass ein friedliches Frühstück mir hilft, einen positiven Ton anzuschlagen. Ich stimme zu. Es ist schön, einen Moment der Ruhe zu haben, bevor der Tag beginnt. Und manche Leute machen ihr Training gerne früh, um zusätzliche Energie zu tanken. Ja, morgens aktiv zu sein, kann die Produktivität wirklich steigern. Ich liebe es, von verschiedenen Routinen zu hören. Es inspiriert mich, neue Dinge auszuprobieren. Lasst uns unsere Erfahrungen weiter teilen. Das kann uns helfen, zusammen zu wachsen. Lektion 3. Kriegsbetrachtungen. Nach Kriegsbeginn wurde schnell klar, dass es sich um eine schreckliche Katastrophe handelte. Ja, die Auswirkungen waren verheerend und betrafen unzählige Leben und Gemeinschaften. Es ist herzzerreißend, an die Kämpfe zu denken, mit denen die Menschen in dieser Zeit konfrontiert waren. Unbedingt. Kriege hinterlassen bleibende Narben, deren Heilung Generationen dauern kann. Ich glaube, es ist wichtig, aus der Geschichte zu lernen, um ähnliche Ereignisse zu verhindern. Ja, das Verständnis der Vergangenheit kann uns in eine friedlichere Zukunft führen. Es ist wichtig, die Betroffenen zu unterstützen und auf den Wiederaufbau hinzuarbeiten. Definitiv. Mitgefühl und Solidarität können einen erheblichen Unterschied machen. Lassen Sie uns in unseren Diskussionen weiterhin Frieden und Verständigung fördern. Lektion 4. Sprachwandel. Eine große Veränderung ereignete sich in der englischen Sprache nach dem Jahr 1066. Ja, die normannische Eroberung hatte tiefgreifende Auswirkungen auf Wortschatz und Struktur. Es führte viele französische Wörter ins Englische ein und bereicherte die Sprache. Genau. Diese Verschmelzung der Sprachen schuf eine einzigartige Sprachlandschaft. Ich finde es faszinierend, wie die Geschichte die Wörter prägt, die wir heute verwenden. Ich auch. Es ist erstaunlich zu sehen, wie sich Sprache im Laufe der Zeit entwickelt. Es macht mir Spaß, die Etymologie zu erforschen und die Ursprünge von Wörtern zu entdecken. Ja, es vertieft unser Verständnis der Sprache, die wir sprechen. Lassen Sie uns diese historischen Einflüsse auf Englisch weiter erforschen, es ist faszinierend. Lektion 5. Dresscode für Ihre Tour. Was sollten wir für unsere Tour anziehen? Gibt es eine Kleiderordnung? Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Freizeitkleidung wäre angemessen. Das klingt bequem. Ich bevorzuge Outfits, die eine leichte Bewegung ermöglichen.
Ja, vor allem, weil wir herumlaufen und die Gegend erkunden werden. Ich werde sicherstellen, dass ich auch Schuhe trage, die gut zum Laufen sind. Das ist eine tolle Idee. Komfort ist der Schlüssel, wenn Sie den ganzen Tag auf den Beinen sind. Schauen wir uns auch das Wetter an, um uns für den Tag entsprechend anzuziehen. Unbedingt. Layering kann eine kluge Wahl sein, nur für den Fall, dass es kalt wird. Ich freue mich auf die Tour, es wird so viel Spaß machen, zusammen zu lernen. Lektion 6. Lieferung und Zahlung. In Bezug auf den Lieferplan ist das, falls erforderlich, fair. Zweitens. Was ist mit der Bezahlung? Haben Sie eine bevorzugte Methode? Normalerweise ziehe ich es vor, für die zusätzliche Sicherheit mit Kreditkarte zu zahlen. Das macht Sinn. Es ist oft die bequemste Option für Online-Einkäufe. Ja, und es bietet auch eine klare Aufzeichnung der Transaktion. Genau. Lassen Sie uns die Zahlungsdetails bestätigen, um spätere Verwirrung zu vermeiden. Ich werde alles noch einmal überprüfen, bevor ich die Bestellung abschließe. Guter Plan. Eine klare Kommunikation über diese Details ist unerlässlich. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Das vereinfacht den Prozess erheblich. Lektion 7. Reiseforschung. Ich habe für unsere Reise nach bestimmten Ländern gesucht. Das klingt aufregend. Welche Orte ziehen Sie in Betracht? Ich bin besonders daran interessiert, Südamerika und seine reiche Kultur zu erkunden. Das ist eine fantastische Wahl. Dort gibt es so viel Abwechslung zu erleben. Genau. Ich freue mich darauf, etwas über die Geschichte und die natürliche Schönheit der Region zu erfahren. Ich habe gehört, dass die Landschaften atemberaubend sind, besonders an Orten wie Patagonien. Ja, und die pulsierenden Städte bieten eine Mischung aus Tradition und Moderne. Lassen Sie uns eine Liste mit Zielen und Aktivitäten zusammenstellen, die Sie unbedingt gesehen haben müssen, für unsere Reiseroute. Tolle Idee. Ich kann es kaum erwarten, unser Abenteuer zu planen und unvergessliche Erinnerungen zu sammeln. Lektion 8. Fishy Business. Ich bin gerade rausgegangen, habe ein größeres Aquarium für meinen Goldfisch gekauft und ich freue mich sehr darauf. Das klingt unglaublich. Hast du dem Tank etwas Besonderes hinzugefügt? Unbedingt. Ich habe wunderschöne Pflanzen auf den Boden des Aquariums gestellt, um ihm ein natürliches Aussehen zu verleihen. Das ist eine tolle Idee. Lebende Pflanzen können die Umwelt für die Fische wirklich verbessern. Und rate mal was? Ich habe auch ein Miniaturschloss, in dem sie schwimmen können. Ein Miniaturschloss? Das ist so süß. Ihr Goldfisch wird es lieben, das zu erkunden. Ich hoffe es. Ich möchte, dass sie sich wie in ihrem eigenen kleinen Unterwasserreich fühlen. Es klingt, als würdest du einen perfekten Lebensraum für sie schaffen. Hast du ihnen schon den neuen Panzer vorgestellt? Noch nicht, aber ich habe vor, später heute zu tun. Ich möchte sicher gehen, dass alles stimmt. Lektion 9. Ketten der Vergangenheit. Du wirst nicht glauben, was ich über Sträflinge auf einem Schiff gehört habe. Zuerst waren sie unter Deck angekettet. Das klingt heftig. Wie haben Sie es geschafft, mit dieser Situation umzugehen? Nun, als sie weit aufs Meer hinausgelten, wurden einige von ihnen tatsächlich aus ihren Ketten befreit. Wirklich. Das muss eine Erleichterung für diejenigen gewesen sein, die freigelassen wurden. Genau.
Sie müssen ein Gefühl von Freiheit gespürt haben, auch wenn es nur vorübergehend war. Ich kann mir die Mischung aus Gefühlen vorstellen, die Sie verspürten, eingesperrt zu sein und dann plötzlich losgelassen zu werden. Ja, es ist faszinierend, wie sich die Umstände so dramatisch ändern können. Glaubst du, Sie haben Ihre neu gewonnene Freiheit ausgenutzt? Ich denke gerne, dass Sie den Moment angenommen und das Beste daraus gemacht haben. Lektion 10. Überprüfen und vergleichen. Vergleichen Sie beim Online-Einkauf immer die Preise, bevor Sie einen Kauf tätigen. Unbedingt. Es ist ein kluger Schachzug, besonders bei so vielen verfügbaren Optionen. Ich stimme zu. Normalerweise schaue ich auf mehreren Websites nach, um das beste Angebot zu finden. Und liest du die Bewertungen, bevor du dich für ein Produkt entscheidest? Ja, Bewertungen sind entscheidend. Sie helfen mir, die Qualität und Zuverlässigkeit eines Artikels zu verstehen. Genau. Es ist besser, informiert zu werden, als einen Kauf später zu bereuen. Ganz gewiss. Ich habe in der Vergangenheit Fehler gemacht, weil ich keine Bewertungen gelesen habe. Wir waren alle dort. Aus diesen Erfahrungen zu lernen ist das, was zählt. Definitiv. Jetzt nehme ich mir Zeit, um sicherzustellen, dass ich die richtige Wahl treffe. Lektion 11. Lebendige Küsten. Haben Sie von den Stränden lebendiger Kultur gehört? Sie klingen absolut großartig. Ja, das tun sie. Wissen Sie, welche am besten zu besuchen sind? Ich habe gelesen, dass sich einige der schönsten Strände in Ländern wie Brasilien und Thailand befinden. Das klingt verlockend. Die Kombination aus atemberaubender Aussicht und reicher Kultur ist unwiderstehlich. Genau. Ich denke, lokale Traditionen zu erleben und gleichzeitig den Strand zu genießen, ist der perfekte Kurzurlaub. Ich stimme zu. Es ist eine wunderbare Art zu lernen und gleichzeitig zu entspannen. Außerdem ist es ein Muss, das lokale Essen zu probieren, wenn Sie diese Orte besuchen. Unbedingt. Essen ist ein so wichtiger Teil des Erlebens einer neuen Kultur. Ich kann es kaum erwarten, all das eines Tages zu erkunden. Lektion 12. Urlaubsmöglichkeiten. Wenn meine Eltern in den Urlaub fahren, entscheiden sie sich normalerweise dafür, in einem Motel oder Hotel zu übernachten. Das ist interessant. Was bevorzugen Sie an diesen Optionen? Sie mögen den Komfort, alles, was sie brauchen, an einem Ort zu haben. Das macht Sinn. Es ist schön, auf Reisen einfachen Zugang zu Annehmlichkeiten zu haben. Genau. Außerdem können Motels durchaus erschwinglich sein, insbesondere für kurze Aufenthalte. Stimmt. Haben Sie ein Lieblingshotel, in das Sie immer zurückkehren? Ja, wegen des freundlichen Personals und des guten Service kehren sie oft an denselben Ort zurück. Das ist wunderbar. Der Aufbau einer Beziehung zu einem Ort kann den Urlaub noch angenehmer machen. Definitiv. Es fühlt sich für sie wie ein zweites Zuhause an. Lektion 13. Booking Bliss. Perfekt. Ich gebe meine Kartendaten an, um die Buchung für unsere Reise abzuschließen. Das klingt toll. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie alles, was wir geplant haben, zusammenkommt. Ich weiß, oder? Es ist immer aufregend, Reisepläne fertigzustellen. Unbedingt. Glaubst du, wir müssen etwas extra für die Reise mitbringen? Ich mache eine Checkliste, um sicherzustellen, dass wir nichts Wichtiges vergessen. Das ist eine kluge Idee.
Es ist leicht, kleine Dinge beim Verpacken zu übersehen. Genau. Und alles organisiert zu haben, sorgt für eine reibungslose Reise. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es sind die kleinen Details, die einen großen Unterschied machen können. Machen wir diese Reise unvergesslich. Lektion 14. Umgang mit Pushback. Wie gehen Sie mit Rückschlägen Ihres Arbeitgebers während der Diskussionen um? Ich gebe immer konkrete Beispiele meiner früheren Erfolge an, um meine Argumente zu untermauern. Das ist ein cleverer Ansatz. Das verleiht Ihren Argumenten mehr Gewicht. Genau. Es ist wichtig zu zeigen, dass Sie ein solides Fundament für Ihre Ideen haben. Und wie bleibt man bei solchen Gesprächen ruhig? Ich konzentriere mich darauf, aktiv zuzuhören und sorgfältig auf Ihre Bedenken einzugehen. Das ist eine großartige Strategie. Es zeigt, dass Sie Ihren Beitrag schätzen und gleichzeitig Ihre Position behaupten. Ja, es fördert einen respektvollen Dialog, der an jedem Arbeitsplatz von entscheidender Bedeutung ist. Ich bewundere deinen Ansatz. Es ist eine Fähigkeit, von der wirklich jeder in seiner Karriere profitieren kann. Lektion 15. Projektplanung. Das klingt machbar. Ich werde dafür sorgen, dass wir dieses Budget nicht überschreiten. Das weiß ich zu schätzen. Es ist immer gut, unsere Finanzen im Zaum zu halten. Unbedingt. Eine vorausschauende Planung hilft uns, während des gesamten Projekts auf Kurs zu bleiben. Denken Sie, wir müssen noch andere Aspekte besprechen, bevor wir beginnen? Ja, ich denke, wir sollten unsere Hauptziele skizzieren, um alle auf dem Laufenden zu halten. Tolle Idee. Klare Ziele können unsere Bemühungen wirklich effektiv leiten. Und regelmäßige Check-ins helfen uns auch dabei, unsere Fortschritte zu überwachen. Genau. Es ist wichtig, während des gesamten Prozesses in Verbindung zu bleiben. Ich freue mich darauf, dass alles zusammenkommt. Lektion 16. Künstlerische Ausdrucksformen. Haben Sie die Zeichnungen und Gemälde amerikanischer Ureinwohner von europäischen Künstlern gesehen? Ja, sie sind faszinierend. Es ist unglaublich, wie verschiedene Perspektiven Kultur einfangen können. Genau. Diese Künstler hatten noch nie eine echte indianische Gemeinschaft gesehen, doch ihre Arbeit ist so beeindruckend. Es unterstreicht wirklich die Vorstellungskraft und Interpretation in der Kunst. Unbedingt. Es bringt dich dazu, darüber nachzudenken, wie Kunst verschiedene Welten verbinden kann. Und es ist interessant zu sehen, wie diese Kunstwerke das Verständnis der Künstler für diese Kultur widerspiegeln. Jedes Stück erzählt seine eigene Geschichte, geprägt vom Standpunkt des Künstlers. Kunst hat wirklich eine einzigartige Art, Menschen über Zeit und Raum hinweg miteinander zu verbinden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist ein wunderbarer Ausdruck menschlicher Erfahrung. Lektion 17. Außergewöhnliche Fähigkeiten. Claptons Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Ich stimme diesem Gefühl voll und ganz zu. Ja, sein Talent ist wirklich bemerkenswert und es findet bei so vielen Menschen Anklang. Es ist toll zu wissen, dass seine Musik Leben auf so tiefgreifende Weise berühren kann. Unbedingt. Musik hat eine unglaubliche Kraft, uns emotional zu verbinden. Und seine Fähigkeit, verschiedene Genres zu vermischen, macht seine Arbeit noch faszinierender. Definitiv. Es hält seinen Sound für die Zuhörer frisch und aufregend. Ich finde es toll, wie er sich im Laufe der Jahre als Künstler weiterentwickelt.
Ja, es ist inspirierend zu sehen, wie jemand in seinem Handwerk relevant und innovativ bleibt. Sein Engagement für Musik können wir alle bewundern. Lektion 18. Fitnessspaß. Wissen Sie, unser Fitnessstudio verfügt über eine beeindruckende Auswahl an Geräten, darunter Laufbänder und Heimtrainer. Das ist fantastisch. Verschiedene Optionen zu haben, macht es einfacher, motiviert zu bleiben und das Training zu variieren. Unbedingt. Außerdem haben wir auch Gewichte für das Krafttraining, das für den Muskelaufbau unerlässlich ist. Und vergiss den Yoga-Bereich nicht. Es ist ein perfekter Ort zum Dehnen und Entspannen. Genau. Yoga kann wirklich helfen, die Flexibilität zu verbessern und Stress abzubauen. Ich finde es toll, dass wir eine so ausgewogene Fitnessroutine an einem Ort haben können. Es ist definitiv für alle Vorlieben geeignet, egal ob Sie Cardio, Kraft oder Achtsamkeit wollen. Und das macht es wahrscheinlicher, dass Menschen an ihren Fitnesszielen festhalten. Ja, Abwechslung ist der Schlüssel, um die Dinge interessant und unterhaltsam zu halten. Lektion 19. Fortschritt für alle. In unserer Nation glaube ich, dass es großartig wäre, Fortschritte in Bereichen wie Bildung und Gesundheitswesen zu sehen. Ich stimme voll und ganz zu. Bildung ist die Grundlage für eine bessere Zukunft, und Verbesserungen sind unerlässlich. Ja, und eine bessere Gesundheitsversorgung kann die Lebensqualität aller wirklich verbessern. Genau. Eine gut ausgebildete Bevölkerung kann zu mehr Innovation und Wirtschaftswachstum führen. Es ist inspirierend, darüber nachzudenken, wie sich diese Veränderungen positiv auf unsere Gemeinden auswirken könnten. Ganz gewiss. Investitionen in Bildung und Gesundheit bedeuten Investitionen in die Zukunft des Landes. Und es ist wichtig, dass sich alle daran beteiligen, sich für diese Verbesserungen einzusetzen. Unbedingt. Kollektive Anstrengungen können zu erheblichen Veränderungen führen, von denen wir alle profitieren. Hoffen wir auf eine Zukunft, in der diese Fortschritte Realität werden. Lektion 20. Zeiten im Wandel. In den späten 1960er und 1970er Jahren stand das Reservesystem vor einer Reihe von Herausforderungen. Das ist wahr. Es war eine Zeit bedeutender Veränderungen und Umwälzungen in vielen Bereichen. Ja, es war wirtschaftlichem Druck ausgesetzt, der seine Wirksamkeit und Stabilität auf die Probe stellte. Und diese Herausforderungen führten zu wichtigen Diskussionen darüber, wie das System reformiert werden kann. Genau. Die Menschen begannen die Notwendigkeit von Modernisierung und Anpassungsfähigkeit zu erkennen. Es ist faszinierend, wie historische Ereignisse unsere aktuellen Systeme und Politiken prägen. Ja, das Verständnis der Vergangenheit hilft uns effektiver durch die Zukunft zu navigieren. Es erinnert uns auch daran, wie wichtig es ist, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen, um bessere Lösungen zu finden. Definitiv. Die Geschichte kann uns wertvolle Lektionen beibringen, wenn wir aufpassen. Lektion 21. Reiseüberraschungen. Reisen kann ein solches Abenteuer sein, aber manchmal können unvorhersehbare Situationen passieren. Das ist so wahr. Diese unerwarteten Momente können entweder frustrierend sein oder zu unvergesslichen Erlebnissen führen. Ja, ich erinnere mich, dass ich mich einmal in einer neuen Stadt verirrt habe, was sich als ziemliches Abenteuer herausstellte. Ich kann das nachvollziehen. Manchmal führt das Verirren dazu, versteckte Juwelen abseits der ausgetretenen Pfade zu entdecken. Genau. Es geht darum, wie wir mit diesen Situationen umgehen, oder? Ja,
Das Unerwartete anzunehmen kann das Reisen aufregender und bereichernder machen. Und es lehrt uns, in ungewohnten Umgebungen anpassungsfähig und einfallsreich zu sein. Unbedingt. Jede Reise ist eine Chance, etwas Neues zu lernen, auch wenn es nicht das ist, was wir geplant haben. Das ist das Schöne am Reisen. Jede Erfahrung bereichert unsere Reise. Lektion 22. Intelligentes Einkaufen. Nicht wirklich, ich lese immer Bewertungen, bevor ich einen Kauf tätige. Das ist eine kluge Strategie. Das Lesen von Bewertungen kann Ihnen wirklich helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Genau. Es ermöglicht mir, die Vor- und Nachteile eines Produkts zu verstehen, bevor ich mich entscheide. Und es ist beruhigend zu wissen, was andere mit dem Artikel erlebt haben. Ja, ich finde, dass Kundenfeedback Dinge hervorheben kann, die ich vielleicht nicht berücksichtigt habe. Unbedingt. Es bewahrt Sie vor möglichen Enttäuschungen später. Außerdem kann es mein Selbstvertrauen bei der Auswahl qualitativ hochwertigerer Produkte wirklich stärken. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Bewertungen sind eine wertvolle Ressource für jeden Käufer. Sie können wirklich einen Unterschied machen, wenn es darum geht, die Zufriedenheit mit unseren Einkäufen sicherzustellen. Lektion 23. Buchungsdetails. Ja, das ist in Ordnung. Könnten Sie auch um 8 Uhr einen Weckruf anbieten? Das klingt nach einem guten Plan. Es ist immer hilfreich, auf Reisen eine Erinnerung dabei zu haben. Genau. Es sorgt dafür, dass wir nicht zu lange schlafen und pünktlich in den Tag starten können. Außerdem entlastet ein geplanter Weckruf etwas. Unbedingt. Es ist eine Sache weniger, über die wir uns Sorgen machen müssen, wenn wir eine geschäftige Reiseroute haben. Und es hilft uns, das Beste aus unserer Zeit zu machen, während wir weg sind. Ja, ich kann es kaum erwarten, alles zu erkunden, was wir für die Reise geplant haben. Ich auch. Ein reibungsloser Start in den Tag wird auf jeden Fall einen positiven Ton angeben. Auf ein aufregendes Abenteuer. Lektion 24. Bäckereiempfehlungen. Ich habe nach Empfehlungen für eine gute Bäckerei in der Stadt gesucht. In der Innenstadt gibt es eine nette Bäckerei, von der alle schwärmen. Wirklich? Was ist das Besondere daran? Sie sind bekannt für ihr frisches Gebäck und ihr hausgemachtes Brot, das einfach köstlich ist. Das klingt verlockend. Ich liebe gutes Gebäck zu meinem Kaffee. Du wirst es auf jeden Fall genießen. Sie haben eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl. Ich freue mich über deinen Vorschlag. Ich muss es mir dieses Wochenende ansehen. Du wirst es nicht bereuen. Es ist ein großartiger Ort zum Entspannen und Genießen. Ich freue mich darauf, ihre Leckereien zu probieren. Lektion 25. Heldentaten. Hast du von dem Jungen gehört, der von der Polizei ausgezeichnet wurde? Ja, habe ich. Der Mann sagte, der Junge sei ein Held für seine mutigen Taten. Es ist unglaublich, wie junge Menschen in ihren Gemeinden einen solchen Unterschied machen können. Unbedingt. Sein schnelles Denken und sein Mut verdienen Anerkennung. Es zeigt wirklich, dass jeder ein Held sein kann, unabhängig vom Alter. Ja, und es inspiriert andere, in schwierigen Situationen mutig zu handeln. Ich hoffe, dass mehr Geschichten wie diese die Menschen dazu ermutigen, sich bei Bedarf zu engagieren. Definitiv. Es ist eine Erinnerung an die Macht von Freundlichkeit und Tapferkeit.
Helden gibt es in allen Formen und Größen, und dieser Junge ist ein perfektes Beispiel. Lektion 26. Rituale vor dem Schlafengehen. Bevor wir ins Bett gehen, beten wir jeden Abend zusammen. Das ist eine schöne Tradition. Es muss ein Gefühl der Ruhe vor dem Schlafengehen vermitteln. Ja, es ist eine schöne Art, den Tag Revue passieren zu lassen und Dankbarkeit auszudrücken. Und nachdem wir in unsere Betten gestiegen sind, reden mein Bruder und ich eine Weile miteinander. Das klingt wunderbar. Diese nächtlichen Chats können so bedeutsam sein. Definitiv. Es ist eine Gelegenheit, unsere Gedanken und Träume zu teilen. Außerdem stärkt es die Bindung zwischen Geschwistern. Unbedingt. Diese Momente schaffen bleibende Erinnerungen. Ich schätze diese Gespräche vor dem Schlafengehen. Sie geben mir das Gefühl, meiner Familie näher zu sein. Lektion 27. Essentials beim Einkaufen. Normalerweise kaufe ich Milchprodukte, Fleisch und frisches Gemüse im örtlichen Lebensmittelgeschäft. Das klingt nach einem guten Plan. Haben Sie einen Lieblingsort, um diese Artikel einzukaufen? Ja, es gibt einen Markt in der Nähe, der großartige Qualität und Vielfalt für alle meine Bedürfnisse bietet. Das ist fantastisch. Frische Zutaten machen beim Kochen wirklich den Unterschied. Unbedingt. Ich liebe es, die frischesten Produkte auszuwählen und die besten Fleischstücke zu bekommen. Es ist großartig, lokale Geschäfte zu unterstützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie qualitativ hochwertige Genau. Lebensmittel haben. Außerdem ist das Personal dort immer hilfsbereit und freundlich, was zur Erfahrung beiträgt. Das ist wichtig, wenn Sie regelmäßig einkaufen. Guter Service macht einen großen Unterschied. Ganz gewiss. Es fühlt sich gut an, einen Ort zu haben, an dem Sie als Kunde anerkannt und geschätzt werden. Lektion 28. Ziele der Zusammenarbeit. Lassen Sie uns zunächst unsere gemeinsamen Ziele besprechen und darüber, wie wir effektiv zusammenarbeiten können. Das klingt nach einem produktiven Anfang. Was sollten Ihrer Meinung nach unsere Hauptziele sein? Ich glaube, wenn wir uns auf klare Ergebnisse konzentrieren, können wir während des gesamten Projekts auf einer Linie bleiben. Unbedingt. Die Festlegung konkreter Ziele wird unsere Bemühungen leiten und alle motivieren. Und es ist wichtig, dass wir uns beide auf den Zeitplan einigen, um sicherzustellen, dass wir unsere Termine einhalten. Ja, ein gut strukturierter Zeitplan kann uns helfen, unsere Fortschritte zu verfolgen und uns bei Bedarf anzupassen. Ich freue mich, dass wir diesbezüglich auf derselben Seite sind. Kommunikation wird der Schlüssel zu unserem Erfolg sein. Definitiv. Regelmäßige Check-ins helfen uns, in Verbindung zu bleiben und alle Herausforderungen zu bewältigen. Ich freue mich darauf, zusammenzuarbeiten und großartige Ergebnisse zu erzielen. Lektion 29. Organische Entscheidungen. Was hältst du davon, Bioprodukte für unsere Mahlzeiten zu wählen? Ich glaube, es ist eine gute Wahl. Bio-Lebensmittel sind oft gesünder und besser für die Umwelt. Genau. Sie werden ohne schädliche Pestizide angebaut, was unserer Gesundheit zuträglich ist. Darüber hinaus trägt die Unterstützung ökologischer Anbaumethoden zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft bei. Unbedingt. Es ist eine Win-Win-Situation für unsere Gesundheit und den Planeten. Ich finde es auch toll, dass Bioprodukte dazu neigen, reichhaltigere Aromen zu haben. Ja, der Geschmack ist oft besser, was unsere Mahlzeiten noch angenehmer macht. Ich bin ganz dafür. Machen wir es uns zur Gewohnheit, Bio zu wählen, wann immer wir können. Tolle Idee. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam weitere Bio-Optionen zu erkunden.
Lektion 30. Fit bleiben. Ja, ich habe gehört, dass das Training zu Hause eine großartige Möglichkeit ist, fit zu bleiben, ohne Ihr Grundstück zu verlassen. Das ist wahr. Es ist unglaublich praktisch und ermöglicht Flexibilität bei der Planung von Trainingseinheiten. Genau. Sie können trainieren, wann immer es in Ihren Tag passt, was ein großer Vorteil ist. Außerdem gibt es heutzutage so viele Online-Ressourcen für Heimtraining. Richtig. Von Yoga bis Krafttraining ist für jeden etwas dabei. Und Sie können die Intensität an Ihr eigenes Fitnessniveau anpassen. Ja, wenn Sie Ihre Routine personalisieren, wird sie angenehmer und effektiver. Ich denke, ich probiere diese Woche vielleicht ein paar neue Workouts zu Hause aus. Das klingt nach einem großartigen Plan. Motivieren wir uns gegenseitig, aktiv zu bleiben. Lektion 31. Zukünftige Gespräche. Ich freue mich sehr auf unseren nächsten TV-Show-Chat. Es macht immer so viel Spaß. Ich auch. Ich liebe es, über unsere Lieblingssendungen zu sprechen und unsere Gedanken zu den neuesten Folgen auszutauschen. Genau. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich über etwas zu verbinden, das uns beiden Spaß macht. Und es ist interessant, verschiedene Perspektiven auf die Charaktere und Handlungsstränge zu hören. Ganz gewiss. Unsere Gespräche bringen immer neue Erkenntnisse und Ideen auf den Tisch. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, in welche neuen Shows wir als nächstes gemeinsam eintauchen können. Das Gleiche hier. Es ist aufregend, neue Favoriten zu entdecken und sie miteinander zu teilen. Stellen wir sicher, dass wir bald einen Termin für unseren nächsten Chat festlegen. Unbedingt. Ich freue mich drauf. Lektion 32. Öffentliche Verkehrsmittel. Ja, ich habe gehört, dass das lokale Bussystem praktisch ist. Wir können es ausprobieren. Das klingt nach einer großartigen Idee. Es würde uns auf jeden Fall das lästige Parken ersparen. Genau. Außerdem ist es eine Gelegenheit, die Gegend ohne den Stress des Autofahrens zu erkunden. Ich liebe das. Es kann auch eine unterhaltsame Art sein, auf unserer Reise neue Leute kennenzulernen. Definitiv. Öffentliche Verkehrsmittel bringen oft eine vielfältige Gruppe von Menschen zusammen. Und es ist in der Regel umweltfreundlicher, als überall mit dem Auto zu fahren. Ja, das ist ein großes Plus. Wir sollten die Busfahrpläne nachschlagen, bevor wir gehen. Tolles Denken. Lassen Sie uns unsere Route planen und das Beste aus unserem Abenteuer machen. Ich bin gespannt, wohin uns der Bus bringt. Lektion 33. Einblicke in Zeitungen. Mir ist aufgefallen, dass die Lokalzeitung auch einige Seiten enthält, die Meinungen zu den Nachrichten enthalten. Das ist interessant. Meinungsbeiträge können wertvolle Einblicke in aktuelle Themen geben. Genau. Sie vertreten oft unterschiedliche Sichtweisen, die zu kritischem Denken anregen. Ich schätze diesen Aspekt des Journalismus. Er verleiht der Berichterstattung Tiefe. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich mit den Perspektiven und Anliegen der Community auseinanderzusetzen. Unbedingt. Das Lesen einer Vielzahl von Meinungen kann dazu beitragen, unser Verständnis zu erweitern. Ich diskutiere diese Artikel immer gerne mit Freunden, um ihre Gedanken zu hören. Ja, es löst interessante Gespräche und Debatten aus. Machen wir es uns zur Aufgabe, einige gemeinsam zu lesen und unsere Meinungen auszutauschen. Lektion 34. Gesunde Entscheidungen.
In Amerika gibt es ein Sprichwort: Sag einfach Nein zu Drogen. Das ist ein gutes Sprichwort, aber ich glaube, ich würde es ergänzen. Das ist wahr. Es ist zwar eine starke Botschaft, aber die Förderung der allgemeinen Gesundheit ist genauso wichtig. Genau. Die Förderung gesunder Gewohnheiten kann vielen Problemen vorbeugen, bevor sie entstehen. Ich stimme voll und ganz zu. Jungen Menschen etwas über Ernährung und Fitness beizubringen, kann einen Unterschied machen. Ja, es geht darum, eine Grundlage für einen gesunden Lebensstil zu schaffen. Und offene Diskussionen über Wahlmöglichkeiten können Einzelpersonen in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Unbedingt. Es ist wichtig, ein unterstützendes Umfeld für diese Entscheidungen zu schaffen. Ich glaube, dass wir durch Bildung und Sensibilisierung einen positiven Einfluss haben können. Setzen wir uns weiterhin für ein gesundes Leben in unserer Gemeinde ein. Lektion 35. Campingausrüstung. Ich denke, wir können auch überprüfen, ob Sie an diesem Wochenende gute Angebote für Campingkochgeschirr haben. Das ist eine tolle Idee. Die richtige Ausrüstung kann unser Campingerlebnis viel angenehmer machen. Genau. Gutes Kochgeschirr kann unsere Mahlzeiten wirklich verschönern, wenn wir in der Natur sind. Außerdem macht es Spaß, im Freien zu kochen, besonders am Lagerfeuer. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es verleiht allem, was wir zubereiten, einen einzigartigen Geschmack. Und es schafft eine wunderbare Atmosphäre, um sich am Feuer zu versammeln. Ja, das gemeinsame Essen mit Freunden ist einer der besten Aspekte des Campings. Machen wir eine Liste mit dem, was wir brauchen, bevor wir einkaufen gehen. Perfekt. Ich kann unser Campingabenteuer kaum erwarten. Lektion 36. Abenteuer im Freien. Das ist ein guter Rat. Welche anderen Outdoor-Aktivitäten genießen Sie neben den üblichen? Ich liebe es zu wandern und Naturpfade zu erkunden. Es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und die Natur zu genießen. Wandern ist fantastisch. Es ermöglicht Ihnen, wunderschöne Landschaften zu erleben und den Kopf frei zu bekommen. Genau. Ich fahre auch gerne Rad. Es macht Spaß, neue Orte zu entdecken und gleichzeitig Sport zu treiben. Ja, Radfahren kann aufregend sein, besonders wenn Sie versteckte Pfade oder malerische Strecken entdecken. Und vergessen wir nicht das Kajakfahren. Auf dem Wasser zu sein kann unglaublich friedlich sein. Unbedingt. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und sich vom täglichen Stress zu erholen. Letztlich halten uns Outdoor-Aktivitäten nicht nur fit, sondern bieten auch Möglichkeiten für Abenteuer und Entspannung. Ja, und sie ermöglichen es uns, die Schönheit der Welt um uns herum zu schätzen.